Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei Wer mag mich? Der Peter, für den wir letzte Woche nichts gefunden haben, hat jetzt noch etwas in Abu Dhabi bekommen. Er ist ja nicht verheiratet und arbeitet dort mit mehreren Europäerinnen zusammen. Das wird erstmal für eine Weile gut gehen. Bevor ich Ihnen die neuen Kandidaten vorstelle, noch vorweg eine Bitte. Bitte, 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 schreiben Sie uns nur eine E-Mail, wenn Sie auch wirklich die richtige Stelle für... Entschuldigung? Ja, wen haben wir denn da? Was kann ich denn für Sie tun? Wenn ich das so genau wüsste. Aber ich glaube, ich interessiere mich für Literatur. Das macht überhaupt nichts. Im richtigen Ausmaß kann auch ein Interesse für Literatur von Vorteil sein. Treten Sie doch ein bisschen näher. Ich sehe leider nicht mehr so gut. Haben Sie schon einen Schwerpunkt gefunden? Das mit dem Schwerpunkt ist schwierig. Ich würde mir das gern offen halten. Ich interessiere mich ja für vieles, so für das eine und für das andere. Aber das andere hängt ja auch wieder mit dem einen und dem anderen zusammen. Also, ja, das ist teuflisch verflixt. Ich verstehe Sie sehr gut. Von allem ein bisschen. Ich mochte weite Landschaften auch immer sehr gerne. Neulich, da war ich in der Friedrich-Ausstellung. Leider war sie sehr überfüllt, aber naja, wie steht's denn um Ihre Arbeitsmoral? Ach, meine Arbeitsmoral? Ja, ich hoffe, die Freude in der Arbeit zu finden. Sie sind aber ein charmanter Herr. Und so ein zeitgemäßer Begriff von Arbeit. Bei mir war es so ähnlich. Ich habe halt in der Freude meine Arbeit gefunden. Was würden Sie denn als Dozent eigentlich darstellen? Darstellen? Ja, dieses Vorsichtige und Überlegte, das gefällt mir ausgezeichnet. Sie wirken so unglaublich bedacht. Bitte behalten Sie das. Erlauben Sie mir anders zu fragen. Gehören Sie vielleicht einer Minderheit an oder einer benachteiligten Gruppe? Manchmal hilft es ja auch, in den alten Texten schnell das aktuell Böse zu erkennen. Nein, leider stamme ich aus einem sehr alten Teufelsgeschlecht. Es geht uns bis auf den einen gefallenen Onkel eigentlich ziemlich gut. Ah, ja, dann würde ich vielleicht eine andere Variante vorschlagen. Legen Sie großen Wert auf angemessenes Verhalten. Ja, allein diese Frage war mir schon fast zu viel. Ich kann mit unvermittelten Dingen überhaupt nicht umgehen. Wir sind am richtigen Weg. Vielleicht machen Sie etwas Interdisziplinäres. Sie hätten dann weniger Nachfragen in den Diskussionen und der Ehrgeiz der Überschreitung wäre so schön manifest. Ja, vielleicht was mit Demokratietheorie, Ja, aber Finanzmathematik, vielleicht eher ein wenig französischer Jargon, aber ich weiß es einfach nicht. alles wird gut. Machen Sie sich keine Sorgen. Wie geht es Ihnen jetzt gerade? Sollen wir vielleicht ein Foto machen, um Sie etwas aufzuheitern? Manchmal passt ja einfach alles auf ein Foto. Äh, ein Foto? Mein Akku ist etwas. Nee, ich hab schon vorhin eins gemacht. Ist auch ganz gut geworden. Sonst einfach löschen und noch eines machen. Kennen Sie diese tragbaren Lade... Ich Ja, weiß es, ja. ja, Manchmal fühle ich mich wie Kreuzlingen. Sie fühlen sich wie Kreuzlingen? Das ist ein interessanter Vergleich. Auch diese leicht poetische Note, gerade unklar genug, dass man nachfragt, möchten Sie vielleicht eine Allegorese betreiben oder das hat schon lange niemand mehr gemacht. Mm, Warum nicht? Kreuzlingen ist eine Stadt in der Schweiz. Trotz der Lage geht es Kreuzlingen schlecht. Da der Franken so stark und die Grenze so nah ist, verlassen viele die... Grüezi miteinander. Ach ja, hat er wieder verneint. Immer wenn man glaubt, ihn zu erkennen, ist er wieder weg. Ja, wen haben wir denn da? Was kann ich denn für Sie tun? Das war aber auch wirklich ein ausgezeichneter Kandidat gewesen. Und er hat auch die dramatische Situation in Kreuzlingen sofort erkannt. Viele kleine Geschäfte mussten zumachen. Die Einwohner sehen sich zum Teil gezwungen, ins Ausland zu pendeln. Da gibt es wirklich nichts mehr, wo man sich jetzt noch darüber lustig machen kann. Interessant. Sie vermitteln also das Regionale und das Globale.
Die Schweiz ist der Standort von vielen internationalen Firmen und weltweit angesehenen Universitäten. Vielleicht das Außereuropäische, eine Erfahrung von Alterität. Sie meinen, die Studenten in einer Art von abgeschiedenen Dorf zu entfremden. Das finde ich gar nicht schlecht. Das Leben bei uns offeriert viele Vorteile. Die Infrastruktur ist ausgezeichnet und die Schweizer Küche ist auf der ganzen Welt bekannt. Zürich-Schnetzlets, Birchermüsli, Elpermagronen, Luzerner Kügelipasteten, Vermicelle, Bündner Nusstorten, Gerstensuppe und Kalifornier. Sagen Sie, hätten Sie vielleicht etwas Hunger? Ja, es ist zwar noch nicht Zeit jetzt, aber etwas Kleines könnte ich schon verleiden. Dürfte ich Ihnen ein Stück von mir anbieten? Sehr gern. Sie sind ja noch gut im Schuss, so wie es aussieht, oder? Möchtet ihr, dass ich in euch reinbeisse? Oder habt ihr euch etwas anderes darunter vorgestellt? Also nein, beißen, das wäre mir zu aggressiv. Ich würde mich lieber selbst in Ihren Mund legen, wenn Sie erlauben. Oh ja. Oh, das fühlt sich sehr angenehm an. Schön warm und weich. Vielleicht etwas zu heterosexuell, aber wie ist es denn für dich, Krokodil? Ist es nicht zu artifiziell für dich? Ja, die Schweiz. Sie grenzt einfach nicht ans Mittelmeer. Und die Artenvielfalt im Züricher See, die ist halt endlich. Ich weiß genau, was du meinst. Aber seit ich eine unbefristete Stelle an einer Universität habe, kann ich vom Risiko auch gar nicht mehr ablassen. Wie steht es denn eigentlich mit der Schweizer Wirtschaft im Allgemeinen? E tu e noi e lei, fra noi vorrei, non so che lei no, le mani, le sue, pensiero stupendo. Nasce un poco strisciando